Pinot Noir Rosé Gutswein vom Weingut Stiegler aus Ihringen am Kaiserstuhl in Barthen. Ihr solltet diesen Wein auf jeden Fall trinken, wenn ihr keine Lust auf Tralala-Rosés habt, sondern mal ein Rosé für Erwachsene trinken wollt. Ihr solltet diesen Wein trinken, wenn ihr Fisch und Meeresfrüchte grillt und in großer Gesellschaft seid und einfach Spaß haben wollt an einem heißen Tag. Ihr solltet diesen Rosé aber auch trinken, wenn ihr im grauen Berliner Winter sitzt und euch gar nicht mehr erinnern könnt, wie es sich eigentlich anfühlt, ein Bikini oder eine Badehose zu tragen. Denn dieser Wein wird euch das Sommergefühl wieder an den Gaumen zaubern. Ich wünsche euch viel Spaß. Hi, mein Name ist Tobias Gennis und ich bin euer Winesplainer. Ich bin sozusagen der digitale Sommelier, der dich an die Hand nimmt und durch und mit diesem Wein führt, den du gerade vor dir stehen hast. Und wenn euch der Wein im Glas so gut gefällt, dass ihr gar nicht genug davon bekommt, dann schaut einfach mal hier unten. Da findet ihr einen Link, wo ihr den Wein nachbestellen könnt. Ja, das schreit geradezu nach Meeresfrüchten, Langusten, Garnelen, Hummer, gerne auch alles vom Grill, weil wir da eben viel Protein haben, auch Fett. Gerade wenn man sowas dann auf dem Teller kombiniert, isst man es ja auch gerne mit einer Hollandaise oder einer Sauce Bernaise oder man macht irgendeine Mayonnaise dazu. Und da haben wir natürlich, dann kommt wieder die Säure ins Spiel, die dem Protein und den Soßen und Mayonnaisen dann natürlich wie so eine Rutsche baut, wo das Ganze dann einfach sehr elegant und leicht wirkt plötzlich und es macht Spaß, das zu essen, ne? Und das ist ein Wein, da muss man sich jetzt, sage ich mal, nicht so viele Gedanken erstmal um die Gläser machen. So, da kann man die Gläser dann auch mal mit fettigen Fingern anfassen, weil man die Garnelen dann gepult hat und in die Mayonnaise reingetunkt hat und sowas. Das macht dann trotz aller Ernsthaftigkeit und Seriosität, die der Wein mitbringen möchte und die er auch mitbringt, ist es auf jeden Fall etwas, das ist so richtig zum Schlemmen draußen am Grill, auf der Terrasse. Wir können hier an der Farbe schon sehen, dass hier natürlich mit Maischestandzeit gearbeitet wird, klar bei einem Rosé, aber dass die jetzt auch nicht so super kurz war. Da ist hier schon einiges an Farbe extrahiert worden. Leichte rote Frucht, ein bisschen Marzipan interessanterweise. Auch so ein bisschen Birne, was leicht Kräutriges dahinter. Die Frucht, dieses Rotfruchtige mit dem Marzipan, das erinnert so ein bisschen so auch an so Kirsche, ne? Die Stieglers sagen selber, ihr Pinot Noir Rosé ist kein terrassenfähiger. Also nicht eben so dieses fruchtige Tralala Rosé, dieses Banade. Das ist ein ernstzunehmender eigener Wein. Und deswegen ist ihnen das eben auch wichtig, dass sie da auch drauf schreiben Pinot Noir Rosé. Ja, also die Frucht, die wir verhalten jetzt in der Nase haben, die zeigt sich auch sehr filigran am Gaumen. Getragen wird das Ganze von einer sehr schön straffen Säure und da merkt man eben auch, wie die Säure dann mit dem Vulkangestein, was wir in der Nase, habe ich das jetzt erstmal gar nicht so wahrgenommen, dieses Vulkangestein, auf dem das ja gewachsen ist. Am Gaumen durchaus ist die Mineralität schmeckbar, das ist sehr straff, sehr kompakt und der Wein ist auch absolut trocken, eben nicht dieses Terrassenfähiger mit so einem Schwänzchen Restsüße hinten dran, damit es wirklich allen gefällt, sondern das ist auf jeden Fall ein Wein, der eine Terrasse auch zum Polarisieren bringen kann. So. Gefällt mir sehr gut, weil das es eben auch ein Wein ist, der im Kopf bleibt. Und damit meine ich jetzt nicht, dass man einen Kater hat, sondern damit meine ich, dass man sich daran erinnert, was man getrunken hat, weil das Geschmacksbild an sich doch sehr einprägsam ist. Der Wein ist zu 100% aus Pinot Noir. Da legen die Stieglers sehr großen Wert drauf. Deswegen schreiben sie es auch außen aufs Etikett drauf, um eben klarzumachen, dass es keine Cuvée aus mehreren Rebsorten ist, sondern dass Pinot Noir die Leitrebsorte am Kaiserstuhl auch hier zu diesem Rosé beigetragen hat. Der Wein hat natürlich eine Maischestandzeit, sonst hätten wir die Farbe ja nicht, die so immer ungefähr bei 6 Stunden liegt. Danach, wenn gepresst wird, wird auch nochmal der Trub getrennt vom Saft. Dann wird der Trub nochmal gepresst und dann erst beginnt eigentlich die Gärung. Das ist natürlich, das merken wir hier, wir haben die Frucht, wir haben auch diese schöne Säure, dieses sehr klare, das ist im Stahl gemacht. Nach dem
Vollhefelager gibt es dann eben nochmal einen Saftabzug. Das Ganze wird von der Hefe getrennt und da ist eben dann zu beachten, das ist auch das Besondere bei den Stieglers, die Hefen, die werden nicht weggeschmissen oder verkompostiert oder als Dünger benutzt, wie das bei anderen Weingütern der Fall ist, sondern die Stieglers destillieren die Hefen dann tatsächlich und machen einen Trester-Schnaps draus, also quasi die deutsche Antwort auf Grappa aus 100% Pinot Noir, was ihr auch mal durchaus probieren solltet. Nach einem relativ kurzen Hefelager nach der Gärung wird der Wein dann auch eben tatsächlich schon gefüllt. Bei aller Ernsthaftigkeit ist es natürlich ein Wein, der vor allen Dingen jung sehr viel Spaß macht. Gerade auch mit dieser hohen Säure, die für mich jetzt im ersten Moment unerwartet hoch war, fand ich spannend. Man muss ja auch im Hinterkopf haben, dass die Region am Kaiserstuhl eine der heißesten in Deutschland ist, was ja tendenziell immer gegen Säure spricht, beziehungsweise es für die Winzer dann auch schwierig macht, entsprechende Säurewerte in den Trauben zu haben, die man braucht, damit der Wein Spaß macht. Das heißt, wir können das durchaus auch mal 2-3 Jahre weglegen und gucken, was das mit dem Wein macht. Der Wein kommt aus Ihringen am Kaiserstuhl. Es ist eine der heißesten Regionen in Deutschlands. Der Kaiserstuhl liegt im Anbaugebiet Baden, also ganz im Süden Deutschlands. Wir haben hier vor allen Dingen in den Böden Vulkan- und Vulkanverwitterungsgestein, was sehr fruchtbare Böden sind, die aber eben auch eine sehr tolle Mineralität transportieren. Das Weingut Stiegler ist ein Traditionsbetrieb in Baden, genauer in Ihringen am Kaiserstuhl. Es hat sich 1881 gegründet und wird heute in 4. und 5. Generation von Andreas und Maximilian Stiegler geführt. Die sind beide für die Weine verantwortlich, wobei der komplette Barrikausbau mittlerweile in den Händen von Max liegt. Das Weingut selbst verfügt über ungefähr 15 Hektar Weinberge, ist Mitglied im VDP, fühlt sich eben auch dem Kaiserstuhl, dem Badischen, der Lebensart und auch eben einer sehr hohen Qualität verpflichtet. Das kann man daran sehen, wie viele große Gewächse das Weingut füllt, auch wie viele erste Lagen, wie viel Sorgfalt schon im Gutsweinbereich an den Tag gelegt wird und wie hervorragend sich auch die Sekte entwickelt haben.